6 ins Wasserwerk, aber die anderen 6 haben noch gar nichts. Das ist das, was wir heute machen werden. Die Sprache ist der Schlüssel, um erfolgreich zu sein. Amin El-Arif ist mein Name. Bei den Berliner Wasserbetrieben arbeite ich als Ausbilder. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Marokko. Ihr baut eine gemischte Schaltung und wir führen dann die ganze Messungen aus. Amin El-Arif betreut das Horizonte-Programm für Jugendliche mit Fluchthintergrund oder schwierigen Bildungsbiografien. Wer das 8-monatige Praktikum erfolgreich durchläuft, erhält einen Ausbildungsplatz bei den Berliner Wasserbetrieben. 12 Plätze vergibt Amin im Jahr. 6 sind für Deutsche und 6 sind für Geflüchtete, sodass wir dann ein Tandem bauen, ein Berliner, ein Geflüchtete, sodass sie sich dann gegenseitig unterstützen und auch interkultureller Austausch stattfindet. Ein ganz wichtiger Arbeitsbereich von mir ist, die Leute einzustellen. Und da gucke ich dann drauf, wie hoch die Motivation ist und natürlich das Wissen, was sie mitbringen. Die Einstiegsqualifikation vermittelt wichtige Grundlagen, die Sie für eine spätere Ausbildung als Mechatroniker oder Anlagenmechaniker brauchen. Hier übt Amin mit einigen Jugendlichen, wie sie Strom und Spannung messen können. Bei uns lernen alle Praktikanten Metallverarbeitung, Elektrotechnik und natürlich die schulische Basis Mathe, Chemie, Physik und natürlich auch Deutsch. Amin lebt seit 2011 in Deutschland. In Marokko habe ich Kitesurf unterrichtet, schön in der Sonne, Sand, Wasser. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, die aus Berlin kommt. Und dazu sind wir dann uns entschlossen, dass ich nach Deutschland komme. Amin hat in Deutschland zunächst Anlagenmechaniker gelernt, sich dann aber als Ausbilder beworben. Auch weil er keine Lust hatte, überwiegend draußen zu arbeiten. Das Wetter in Deutschland kann sehr kalt sein. Und da kann ich mich noch mal daran erinnern, in meiner Ausbildung, da war ich mit einem Kollegen draußen unterwegs und da habe ich echt gefroren. Ich habe alles angehabt, was ich anhaben konnte und ich habe trotzdem gefroren. Seit 2017 arbeitet er hier bei den Berliner Wasserbetrieben. Was mir sehr viel Spaß macht, ist, dass ich zwischen Büro und Werkstatt verwechseln kann. Und auch das passt ganz gut zu meinem Studium, was ich nebenberuflich mache. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus, dass ich dann morgens um 7 Uhr komme, meinen Kaffee hole. Am Büro gucke ich mir natürlich die Bewerbungsunterlagen an, mache meine Organisation erstmal auf einer Excel-Tabelle, damit ich dann einen Überblick habe. Also ich bin froh, dass ich nette Kollegen habe, die mir ständig helfen. Als ich angefangen habe hier zu arbeiten, wusste ich viele Sachen gar nicht. Ich wusste nicht, wie viele Bereiche die Berliner Wasserbetriebe haben. Und das ist sehr gut, wenn ein Unternehmen sich für Migranten wie mich einsetzt. Ich melde mich dann einfach bei dir. Ja, okay. Bist du im Büro heute? Ja, ich bin hinten im Büro. Also die größte Schwierigkeit ist natürlich, gut Deutsch zu sprechen. Da bin ich Gott sei Dank nicht jemand, der sagt, es reicht, sondern ich gucke immer, dass ich dann mein Deutsch immer ständig verbessere. Ich kann natürlich in Deutschland sein, aber unter meiner Gruppe, ich sage jetzt nur Marokkaner, unterwegs sein. Das ist sehr möglich. Das ist das, was man Parallelgesellschaften in Deutschland nennt. Und da versuche ich wirklich selber dann viel auch mit Deutschen zu machen, auch Privatzeit, weil das vereinfacht die Integration in Deutschland. Amin hat seinen Weg gefunden. Das will er auch für seine Praktikanten. Einen anderen Schwerpunkt ist es dann natürlich, die Jugendlichen so zu motivieren und zu ermutigen, dass sie dann einfach weitermachen. Wo ich dann sage, das ist sehr, sehr wichtig, wenn jemand mit Menschen allgemein arbeitet, ist, dass man sich in deren Situation einfühlt. Zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, der eine Nachricht bekommt, die Mutter ist gestorben, dann kann ich nicht erwarten, dass er morgens kommt und mich anlächelt. Ich bin der Meinung, dass man viele Eigenschaften für viele Berufe braucht. Offenheit zum Beispiel, Pünktlichkeit natürlich und auch Zuverlässigkeit, dass die Leute dann wissen, wenn du Ja sagst, dann ist das auch ein Ja. Die meisten Jugendlichen, die Amin betreut, schließen ihr Praktikum erfolgreich ab. Dann können sie eine Ausbildung bei den Berliner Wasserbetrieben beginnen. Wenn ich die Praktikanten in die Ausbildung bringe und die dann die Ausbildung bestehen, das macht mich sehr glücklich.